Moin Leute, willkommen im Miniaturwunderland. Heute könnt ihr Klaus und Sascha über die Schulter schauen, wie sie an der einen Schienenbahn weiterarbeiten und Wolle tauscht ein paar Gleise. Und mir könnt ihr jetzt direkt über die Schulter schauen, wie ich mit kleinen Dixie-Toiletten rumspiele. Beim letzten Mal habe ich euch ja gefragt, ob ihr eine Idee habt für eine kleine Knopfdrückermechanik, die wir hier in die Ecke der Straßenbaustelle bauen können. Dazu habe ich mir alle 8657 Kommentare von euch durchgelesen und am besten hat uns der Kommentar von Pupsi gefallen. Ich lese ihn euch mal vor. Moin Svenno, für den Knopfdrücker auf der Baustelle eine Idee. Etwas, das auf keiner Baustelle fehlen darf, ein Dixie-Klo. Vielleicht könnte man einen Bagger sich drehen lassen und bei der Drehung wirft er versehentlich das Dixie um. Wenn der Platz unter der Anlage es hergibt für die Technik, dann wirft er das Dixie nicht komplett um, sondern es klappt auf und man sieht einen Bauarbeiter, der gerade auf dem Klo sitzt und Zeitung liest. Bei dem Kommentar musste ich wirklich schmunzeln und habe auch gleich drüber nachgedacht, wie man den technisch umsetzen kann. Habe mir aus dem Modellbau sowohl Dixie-Toiletten als auch Bagger in unterschiedlicher Größe geholt und geguckt, wie man das mal arrangieren kann. Das war der erste Schritt. Ich bin dann bei einem etwas größeren Bagger stehen geblieben. Die Knopfdrückeraktion ist etwas weiter weg von dem Publikum und deshalb muss es ein größerer sein, damit man das auch richtig sieht. Das wird der Bagger für die Geschichte und das hier ist das Dixie-Klo. Die Dixie-Toilette lässt wieder wenig Platz für Technik. Es sind nur die Scharniere unten drin und 2 Magnete habe ich in die Seiten jeweils reingeklebt. Und geöffnet und geschlossen wird das Ganze dann durch einen rotierenden Magneten, der unten drunter ist. Unsere beiden Akteure für den Knopfdrücker stehen also fest. Einmal der Caterpillar-Bagger und einmal die Dixie-Toilette. Jetzt geht es an die Mechanik, die das Ganze dann zum Bewegen bringt. Ich habe mir dafür diese wirklich professionelle technische Zeichnung angefertigt. Die Mechanik habe ich mir so überlegt, ein Motor treibt eine Welle an, die kugelgelagert ist. Die Welle wird den Bagger zum Drehen lassen. Mit einer leichten Verzögerung wird dann der Magnet gedreht und dann klappt die Toilette auseinander. Und jetzt könnt ihr mir zugucken, wie ich die Technik darunter baue. Auf meiner wunderschönen technischen Zeichnung könnt ihr sehen, dass da keinerlei Maße angegeben sind. Ich muss mich ja auch eigentlich nur daran halten, wie weit Bagger und Toilette voneinander entfernt sind. Beim gesamten Rest bin ich frei. Wir haben hier im Miniaturwunderland wirklich gut sortierte Materiallager, an denen ich mich bedienen könnte. Was ich aber noch viel lieber mache, ist an die Restekisten rangehen und durchgucken, was ich hiervon recyceln kann. Heute verrate ich euch einen kleinen Trick. Vielleicht kennt ihr das Problem, wenn ihr mit einem großen Bohrer durch ein dünnes Blech wollt, dass der Bohrer anfängt da drin zu wackeln und das Loch völlig unrund wird. Wie ihr seht, findet der Bohrer in dem dünnen Material nicht so viel Halt und fängt an stark hin und her zu wackeln und dementsprechend schlecht sieht auch das Ergebnis vom Loch aus. Und hier gibt es einen kleinen Trick, den jeder super schlaue Mechaniker kennt. Ich kannte ihn bis vor 20 Minuten nicht. Damian hat ihn mir verraten. Der Putzlappentrick. Ihr nehmt ein Stückchen Putzlappen, legt das doppelt über das Loch, was ihr bohren wollt. Und das Loch sieht genauso scheiße aus wie eben. Und jetzt hat man dank des Putzlappens ein wunderschönes, perfektes, rundes Loch. Ich habe jetzt grob erstmal alle Materialien für den Rohbau hier zusammengesammelt und jetzt frickel ich das Ganze mal zusammen.
So, technische Zeichnung und der fertige Prototyp. Hier konntet ihr mal sehen, wie die Idee von Pupsi zu einer Zeichnung wurde und die Zeichnung zu einem fertig einbaubaren Knopfdrücker hier im Wunderland. Ganz kurz nochmal wiederholt, wir bauen hier eine Monorail für die Leute, die die vorherige Folge nicht gesehen haben von den Wunderlandians und versuchen auf einer Schiene zu fahren. Das Gestell hatten wir vorher schon fertig, beziehungsweise haben wir gemacht, aber festgestellt, so toll ist das nicht. Wir sehen die Räder nämlich nicht. Einige haben das auch geschrieben, dass wir das gerne machen, dass sie das gerne sehen würden. Deshalb nehme ich dieses Gestell runter und lasse mir ein neues drucken von Henning. Mit dem habe ich schon gesprochen und der weiß, worum es geht. Moin, ich bin einmal die Urlaubsvertretung für Thomas, habe jetzt das Chassis für den Monorail von Klaus bekommen. Der hätte noch ein paar Änderungswünsche. Nämlich das Problem ist, dass das Chassis mittlerweile sehr tief auf den Schienen sitzt und man leider nicht mehr sieht, dass es halt wirklich ein Monorail ist auf einer einzelnen Schiene. Deshalb haben wir das ganze Chassis jetzt 5 mm höher gesetzt. Die Änderungswünsche habe ich jetzt einmal neu gezeichnet, kann die Datei jetzt exportieren, pack das einmal in den Slicer und dann sind wir bereit für den 3D-Drucker. Ja moin, zweite Runde Monorail. Und Henning, der hat uns ein neues Gestell gedruckt, weil hier unten sind jetzt die Stützen dran. Das Ganze kommt höher, dann kann man die Räder besser sehen, was viele von euch auch gerne so hätten. Nächster Punkt war der, was auch viele von euch gerne hätten, wenn Magnetstreifen hier reinlassen. Die sind eindeutig zu schwach, das haut nicht hin. Wir hätten zwar ein gleichmäßiges Magnetfeld, aber es läuft leider nicht. Mit diesen Dingern kommen wir aber fast ruckelfrei über die Runden. Ich baue das mal zusammen, baue den neuen Motor ein. Und dann lassen wir das Ding mal fahren, dann seht ihr das auch. Er wackelt wirklich wenig, ne? Wie ihr gesehen habt, funktioniert es erstaunlich gut. Allen Unkenrufen zum Trotz wackelt es sogar kaum. Das mit den Kabeln ist natürlich doof, das können wir auch so nicht lassen. Deshalb gehen wir mal rüber zu Sascha, weil der ist Erfinder des Funkstroms und der wird uns da irgendwas einbauen, dass wir komplett ohne Strippen fahren können. Sascha? Ah, hallo Klaus. Guck mal. Ja. Unsere Monorail. Ja. Da brauche ich Strom. Du als Erfinder des Funkstroms, den Platz hätte ich für einen Akku oder ähnliches. Ja, natürlich Klaus. Da kriegen wir einen Akku rein. Einen vernünftigen großen Akku. Sehr gute Idee. Ja. Wenn du mir da was zurechtpopeln könntest, dann könnten wir das machen. Moin Klaus. Sascha! Ich habe hier eine Lösung oder mehrere Lösungen für dein Problem gefunden. Und zwar folgendes. Wir haben zur Auswahl die guten klassischen Nickel-Metallhydrid-Akkus, Lithium-Polymer oder aber mal was ganz Neues. Supercaps. Was hält am längsten? Das müssen wir ausprobieren. Von den Ladezyklen sind natürlich Lithium-Polymer und Nickel-Metallhydrid nicht so gut, weil nach mehreren hundert Ladezyklen lassen sie nach und wir müssen sie austauschen. Ja. Die Supercaps sind natürlich, was das betrifft, hervorragend. Da können wir Tausende von Zyklen halt fahren, ohne dass wir es austauschen müssen. Ich finde die auch farblich sehr schön. Gut. Und? Tja. Guck dir das mal an. Ja, passt, ne? Wie Du als- angegossen. Wenn wir das so gebaut haben, Jetzt müssen wir nur noch mal irgendwie mal testen, ob wir damit überhaupt fahren können. hat so ein bisschen was von Handarbeitskurs hier, ne? Ja, weil der Vorteil ist echt, du kriegst das Ding So. in ein paar Minuten, ist das Ding nämlich voll geladen. Genau, und jetzt kommt dein Part. Gut. Komm, ich halt fest. Dann mach mal den Lötkolben bitte mal an. Mach ihn mal auch heiß. Jupp, danke. Verrückt! Kriegst du das so hin? Soll ich den kleinen Finger nehmen? Soll ich den- Früher habe ich das mit den Zähnen gemacht. Das ist aber bis- nicht. Bis 16 Quadrat ging. Richtig. Oh, doch, doch. Mal hoffen, dass er in die richtige Richtung fährt.
läuft in die falsche Richtung. Das ist aber nicht so schlimm. Die Schienen sind jetzt total dreckig hier. Ja, Und das gefällt mir mit dem Alurad noch nicht. Wie gesagt, wir testen uns da durch. Wenn der auf der anderen Seite ist, der Antrieb, läuft das besser. ja, dann ist der Druck besser. Ne? Wahrscheinlich, Ja. ja. Meines Erachtens ist das sehr gut. Ja. Jetzt müssen wir noch am Grip ein bisschen arbeiten. Aber das mit den Kondensatoren finde ich perfekt. Ja. Vor allem müssen wir ausprobieren, wie lange die laufen. Und ich denke mal, einer reicht. Jo. Das soll ja nicht kilometerweit fahren. Ne? Nö, wir müssen mal gucken, wenn später die Strecke ist. Du guckst das mal schaffen, ne? entweder, ob wir jetzt flüssiges Gummi Wir reinmachen. werden einfach mal beides ausprobieren. Ne? Flüssiges Okay, Gummi sonst- und halt noch mal ein Stück Schrumpfschlauch, den wir darüber ziehen, damit wir ein bisschen mehr Grip bekommen. Ne? Ich kann auch noch ein zweites Rad bauen. Ja, aber wir testen erstmal das. Testen wir das mal aus. Okay, für heute war's das. Okay. Ne? Alles klar? Wir stehen jetzt hier in Knuffing und in Knuffing, das ist natürlich eine der ältesten Anlagen mit, ganz klar, über 21,5 Jahre. Die Gleise hier, die müssen einmal getauscht werden, weil der Mittelleiter abgefahren ist. Ja, das werden die Gleise rausgenommen, die schneide ich direkt an der Kante von den Schwellen ab, nehme die Nägel alle raus. Gleise werden dann komplett rausgenommen bis zur nächsten Weichenstraße dort hinten. Dann nehme ich die neuen Gleise, passe die wieder ein, baue das Ganze wieder ein. Dauert, hoffe ich, eine Woche, dass ich damit durch bin. Schauen wir mal, wie lange es dann im Endeffekt wirklich dauert. Ja, dann müssen die Kontakte noch angeschlossen werden. Das Ganze muss getestet werden und dann können wir hier wieder Vollbetrieb machen. Ich hoffe, ihr hattet Freude an der Folge. Lasst gerne Ich hoffe, ihr hattet Spaß bei der Folge. Lasst gerne einen Daumen hoch da. Ich verabschiede mich und bis zum nächsten Mal.